Wir haben da so, das ist ein Sharing-Menü. Das heißt, die Leute wissen halt nicht, was es gibt. Und dann gibt es lauter Kleinigkeiten als Vorspeise zum Teilen. Dann gibt es nochmal ein Sorbet zwischendurch. Und dann gibt es lauter Kleinigkeiten, Durchschnitt aus der ganzen Karte. Auch zum Teilen. Und beim Dessert genauso. Das heißt, jedes Mal ist das anders? Ja. Ja? Ja. Okay. So. Weil wir haben ja auch, können nicht immer das Gleiche machen. Wir haben ja auch Allergiker, viele Gäste, oder Vegetarier, Peskotarier. Und somit wechseln wir das immer individuell. Die Gäste sagen uns vor, was sie nicht mögen. Und dementsprechend machen wir dann spontan auch das Menü fertig. Mhm. Alles das, was sie da haben. Okay. Die deutsche Karte ist natürlich auch sehr fleischlastig, auch sehr viel natürlich Fisch, haben wir auch auf der Karte. Aber das ist dann auch saisonweise. Das wäre jetzt gerade aktuell, haben wir den Skrei auf der Karte, das ist halt ein Winterkabeljau. Der hat jetzt gerade seine Hauptsaison, deswegen haben wir den jetzt drauf und wie gesagt, das wechselt sich alle 4 bis 6 Wochen. Wechseln wir die Speisekarte. Nicht die komplette Speisekarte, wir haben so die Standards. Unsere Lieblingsgerichte wie Kindergerichte wie Königsberger Klopse, Schnitzel, Rouladen. Rinderrouladen haben wir jetzt gerade auf der Karte, das wird sich aber auch ändern. Deshalb gibt es bei mir nicht das ganze Jahr, auch nur saisonweise. Ja, Hausmannskost, leckere Hausmannskost. Rippchen gibt es ja immer, oder? Nee, genau, Rippchen haben wir immer. Honigrippchen, Ja. ne? Keine Barbecue-Rippchen. Ja, Honigrippchen. Honigrippchen, genau. Die müssen natürlich sehr heiß verarbeitet werden, weil ich da gleich die Marinade noch drauf gieße. Und damit die sich schön verbindet mit der Kartoffelstärke und eine schöne dickflüssige Marinade bekommt, Muss die heiß sein. muss sie heiß sein. Für die Finger jetzt nicht gerade ideal, aber man gewöhnt sich dran. Und wenn man Handschuhe anzieht, so? Kann man auch machen, aber dann rutschen die mal so schnell weg. Habe ich mal beim Pferdeler Fischgaststätte gesehen. Habe ich mal beim Pferdeler Fischgaststätte, Ja. die den Pferde, ja. Die da so eine der ältesten Fischbreitküchen, so seit 90 Ja. Jahren. Ja. Dass sie das mit Handschuhen machen, oder? Die haben so Handschuhe gezogen. Ja, ich habe auch da hinten meine Handschuhe, aber Weil die waren auch ziemlich warm, also heiß. das geht eigentlich. Also durch die Schale selber kann man die super anfassen, aber die Kartoffel drin ist halt sehr heiß. Wenn ich die nachher schneide, dann ziehe ich wahrscheinlich auch Handschuhe an. Natürlich auch einen gemischten Salat mit rein bei mir. Oder zum Backfisch. Schön mit Kartoffelsalat und Remoulade. Und Kartoffelsalat, der wird wie gemacht? Kartoffelsalat, wie wird der gemacht? Kartoffelsalat? Wie gesagt, ich mache die Pellkartoffeln, dann schneide ich die gleich.
Dann koche ich eine Marinade aus Senf, Brühe, Öl, Zucker und Salz. Da kommen noch weiße Zwiebeln rein, bisschen Pfeffer, zusammen aufkochen und dann wird das mariniert. Also keine Das Gurken, war's. keine Gurken, also keine Salzgurken. Die Gurken mache ich später rein. Wenn ich jetzt die Gurken reinmache, dann sieht das nicht so schön aus und ich mache frische Gurken Nachhinein. im Nachhinein rein, ja. Quasi à la Minute, die habe ich hier. Habe ich auch einen Gurkensalat, das ist dann auch vorbereitet. Das kommt dann à la Minute den Kartoffelsalat mit rein. So. Schöne Schnitzel. Stücke. Ich spüle die mal ein bisschen mit Wasser. So. Dann. Und dann wird das schön. Erstmal Mehl. Abklopfen. Ei. Ei. Eier. Ja. Und die Brösel. Und was? Die Brösel. So. Dann mache ich da die Gurke rein. So. Ja. Also ein Schnitzel muss schwimmen, ja? Muss schon. Butter noch rein. Ja, schnell. So. Voilà. Und so sieht's aus. So, was ist hier? Na, Zitronen, Zitronen, ja. Und was wird hier gemacht? Das ist einfach nur eine Brühe. Okay. Weil wir die Fleischabschnitte, daraus machen wir noch eine Brühe.
schmeißen eigentlich so wenig wie möglich, schmeißen wir weg. Nachhaltigkeit. Ja, das große Thema, ja? Genau, Ja, das große Thema, Nachhaltigkeit. Ja. Ja. So, also ich bin meistens schon so gegen 12 Uhr am Arbeiten. Genau, das Team kommt selber um 3 und dann sind wir alle zusammen. Ich bin vorher schon mit Einkauf auch beschäftigt, also ich fahre noch selber einkaufen, gucke die Sachen an, Fisch, Fleisch. Ja, Und bis wann hat das Restaurant auf? die Küche ist bis 10 Uhr, das Restaurant selber bis 11 Uhr. Wochenende machen wir mal ein bisschen länger, da hat das Restaurant ja auch bis 12 Uhr auf. Für die Cocktailtrinker, die dann auch dann hier erstmal gemütlich vorglühen und dann weiterziehen zur Reeperbahn. Oder wohin auch immer. Oder auf die Schanze? Oder auf die Schanze zum Party machen. Handarbeit pur. Die beliebteste Arbeit in der Küche, Kartoffeln pellen. Ja? Okay. Das machen wir Nicht. schon, das machen wir bestimmt bei. Okay, verstehe, ja. Kartoffeln pellen und Kartoffeln schälen. Ja, das haben wir dann bei den Borat-Filmen. Wenn er was sagt und dann ein paar Sekunden später den nicht. Nicht, genau. Ja. Also bei der Ausbildung fängt man bestimmt mit. Mit Kartoffeln pellen und schälen an. Ja, okay. Hallo Kleine, Ja, hi. wie geht's? Gut geht's. Ja? Gut geht's. War gerade im Urlaub. Ja? Ja. Ja, das ist gut. Wo? In Mexiko. Mexiko? Ja. Oh, schön. Kann man gut essen. Okay. Ja, bei uns ist hier auch deutsche Küche. Ja. Hier kann man auch sehr gut essen. Ja. Ja, hier kann man sehr gut essen. Also besonders bei Puck kann man sehr, sehr gut essen. Ich Ja. erinnere mich an, wenn es so wie sie kocht, hat früher meine Oma gekocht. Und sie hat richtig gut gekocht. Okay. In Bayern. Okay. Okay, ja. Bayerische Seite. Okay. Ja, Weil ja. ich bin halb Süddeutschland und die andere Hälfte ist halb Süditalien. Ja? Okay. Mama ist Süditalienerin und Papa ist Süddeutscher. Okay. Und überall ist gutes Essen Religion. Ja, toll. Ja. Toll. Toll. Deswegen darf ich mir keine Fehler hier erlauben. Keine Fehler. Deswegen bin ich hier und mache das mit ihr zusammen, weil sie das so perfekt macht. Ja, schön. Weil Essen macht mich glücklich, gutes Essen. So, ich Ja. brauche keine Juwelen, ich brauche keine Kleidung, ich brauche nur gutes Essen und gute Gesellschaft, Sozialkontakte. Und dann bin ich happy. So. Ja, das ist wichtig. Und deswegen ist es dann schon praktisch, wenn man ein Restaurant hat. Man hat die Leute, mit denen man jeden Tag sprechen kann, Sozialkontakte. Ja. Wenn du das am richtigen Ort machst, wie St. Pauli, hier wohnen die bunten Menschen und richtig coole Menschen. Und dann noch das passende gute Essen dazu. Dann Dann kann, also wenn jetzt noch jeden Tag Sommer wäre, dann wäre mein Leben wie in, perfekt. Wie in Italien, ja? Ja, da ist auch zum Teil jetzt zu viel im Sommer. Okay. So 25 Grad finde ich reicht. Aber naja, wer will schon perfekt, ne? Perfekt heißt Ja. Stunden später. Ja.
fehlt immer noch Nein, Kartoffeln. nein, viel schneller, viel schneller. Ja. Und seit wie vielen Jahren bist du in Gastronomie? In der Gastronomie. Mhm. Oh, was haben wir jetzt? Das werden jetzt tatsächlich 31 Jahre. Mhm. Ja, 31 Jahre. 1994 habe ich meine Ausbildung angefangen. Unten an den Landungsbrücken im Hafenclub. 3 Jahre. Ja. Seit 1997 ausgelernte Köchin. Mhm. Dann hier in Hamburg viele Gastronomen besucht, viel Erfahrung gesammelt. 2 Jahre war ich in Österreich. 1 Jahr im Salzburger Land, 1 Jahr in Wien. Und dann bin ich wieder hierher gekommen und dann ging es auch schon fast los mit der Selbstständigkeit. Mit, ja, vor 18 Jahren. Vor 18 Jahren, ja, genau. Da habe ich Claudia kennengelernt. Sie hatte die gleiche Vision wie ich. Und ja, dann haben wir uns auch nach einem Restaurant umgeschaut. Dann haben wir das hier gesehen und gefunden. Mir war das persönlich ein bisschen zu groß. Ich dachte an ein kleines Restaurant mit maximal 30 Plätzen. Und wir sind wie viel? 65. Mhm. Also das Doppelte. Da hatte ich erstmal ein bisschen Angst gehabt, aber Claudia hat gleich von Anfang an gesagt, guck, wenn wir diesen Laden kriegen, dann nehmen wir den auch. Und so war es damals auch. Und, wie wird das entschieden, wer den Platz bekommt für ein neues Restaurant? Muss man sich darauf bewerben? Ja, du bewirbst dich halt wie bei einer Wohnung, du bewirbst dich drauf oder du nimmst Kontakt auf mit dem Makler, der das reserviert hatte. Mhm. Dann unterhält man sich ein bisschen und wenn das alles passt, wenn man sich einig ist mit der Ablöse und dem Zeitraum, muss nur noch das Geld kommen. Mhm. Dann kann man loslegen. Dann gibt es natürlich noch das Gespräch mit dem Vermieter. Der mochte uns sehr gerne und ja, verstehen uns heute immer noch sehr gut. Macht schon Spaß. Ja. Mhm. Ja. Aber von vornherein war da die Idee, zentral zu sein. Ja. Ja. Ich kannte tatsächlich den Zwischenort, das Wohngebiet hier zwischen St. Pauli und Sternschanze nicht. Ich kenne die Sternschanze sehr gut, weil ich in den 80ern da auch groß geworden bin. Mein Onkel hatte da in den 80ern ein thailändisches Restaurant. Welches? Ein thailändisches Restaurant. Ah, okay. Mein Onkel ist Thailänder oder mein Vater ist Thailänder. Und wir haben sehr viel Zeit da verbracht. Und somit habe ich die Schanze halt kennengelernt. Mhm. Aber das Wohngebiet hier zwischen Schanze und St. Pauli, also und Reeperbahn, das kannte ich gar nicht. Deswegen war ich auch erst unsicher. Aber Claudia kannte das hier und meinte so, nee, das ist ganz toll. Ja, und wir sind hier gelandet, angekommen und lieben das ganze Viertel, die Nachbarn, eigentlich alles was dazu gehört. Ja. Der Fußball natürlich. Mhm. Hat sich stark die Schanze verändert? Ja. 300% würde ich sagen. Ja. Das war ja früher, ich habe es damals kennengelernt, da war ja, die Flora war damals noch 1000 Töpfe. Ich war natürlich noch sehr klein. Also Alte Flora. Die rote Flora. Die rote Flora, ja. Das war damals 1000 Töpfe. Ich weiß noch, wie ich mit meinen Tanten da ständig hingegangen bin zum Einkaufen. Die wollten da immer, alles Mögliche konnte man bei 1000 Töpfe kaufen. Mhm. Und da waren wir irgendwann dran spazieren.
Brühe, Senf, Zucker, Salz, Öl. Mhm. Das koche ich einmal auf. Mhm. Dann wird das einmal durchgemixt und dann kippe ich das auf die Kartoffel. Das ist jetzt die Rezeptur aus Wien. Genau. Also Salz, Pfeffer und spezielle Soße. Genau. Ja? Ein, 2 Stunden. 1, 2 Stunden. Ja, so dass die Kartoffel schön durchgezogen ist, dass die Marinade ein bisschen dickflüssiger wird durch die Kartoffelstärke. Aber in einer Stunde machen wir auf, von daher passt das von der Zeit her. Okay, toll. Auch Beilage? Das ist für den Salat. In kochenden Salzwasser, quasi, dass wir das Gemüse angaren. Dass es gleich unser à la carte Geschäft ein bisschen schneller ist, wenn die Gäste das bestellen, dass wir das schneller warm kriegen. Und natürlich auch hat das auch eine schönere Farbe dann, das Gemüse. Ansonsten wird das grau. Ja.
Und wie ist das gestartet vor 19 Jahren? Von Anfang an, dass ihr euch entschlossen wart, deutsche Küche zu machen? Oder Ja. Ja? Ja. Wir hatten tatsächlich früher mal drüber nachgedacht, ob wir eher italienisch Pasta-Gerichte, also eher so Mittagstisch machen. Aber ich kann es auch, es liegt mir jetzt nicht so hundertprozentig im Blut, ich bin halt keine Italienerin. Und ich habe halt hier in Hamburg meine Ausbildung gemacht, habe quasi die deutsche, englische, französische Küche gelernt und dem ist auch, also das behalte ich auch bei. Deshalb war das schon immer klar, dass wir eher die deutsche Küche machen und natürlich auch, weil es nicht davon so viele gibt. Wir machen natürlich alles selber. Ja. Unsere Produkte, unser Fleisch ist regional eingekauft. Wir kaufen unser Fleisch, das kommt aus MacPom und Havelland und es ist natürlich auch sehr kostenspielig. Ja, das ist das Lieben. Also ich muss ganz kurz dazu sagen, die ersten paar Folgen sind so ein bisschen so, aber dann kommst du rein und dann ab der 4. Staffel geht alles hoch. Wir haben tatsächlich vom Vorgänger das meiste übernommen an der Inneneinrichtung und haben nach und nach immer, wenn ein bisschen Geld übrig war, haben wir uns immer wieder Sachen noch dazu gekauft. Also wir sind tatsächlich mit einem sehr kleinen Budget haben wir gestartet und immer wenn ein bisschen gut übrig war, haben wir das in den Laden reingesteckt. Das geht jetzt die nächsten 3 Stunden so. Ja? Ja, toll. Sehr gut. Eine Kiste? Ja. Ja, da kriege ich schon so 6, 7 Portionen raus. Nur? Ja. Okay. Bei dieser Menge ist schon ein bisschen mehr, könnte auch 8 sein. Aber manchmal sind die Kisten auch ein bisschen kleiner. Hast du hier schon Butter drin, John? Ja. Und das? Butterbrösel für die Ravioli und für Spinatstücke.
ist jetzt für den Spinat. Mhm. Für den warmen Spinat. Rippchen? Ja. Honigrippchen. Machen wir die Temperatur ein bisschen schneller? Oder? Was hast du da? 5. Ja, schnell. Also das ganze heißes Wasser war fürs Spinat? Genau, ja. Das ist jetzt die schonendere Art und Weise vom Blanchieren. Ich überbrühe den, ja. Ich dachte, da wird was gekocht. Aber nein. Wir sind noch in der Vorbereitungsphase. Jetzt ist es fertig, ja? Der gute alte Pop. Der gute alte Pop. Nein, das ist nur. Okay. Nein. Da war Mayonnaise vor drin. Das ist selbstgemachte Kräuterbutter. Aber ich sammle diese Boxen, weil ich immer da für Gefäße, da muss ich die nicht extra kaufen. Nein, da war nur ganz normale Mayonnaise drin. Oh Gott, daran habe ich gar nicht gedacht.
Heute ist ja Rippchen Happy Hour. Hä? Heute ist Rippchen Happy Hour. Oh, Immer mittwochs. toll. Ja. Und donnerstags? Donnerstag ist Heimatgenuss. Da kommt immer wechselnd irgendwelche Gerichte, die wir auch sehr gerne mögen aus der Heimat. Und jetzt machen wir Jägerschnitzel. Das wird diesen Monat unser Heimatgenuss sein. Und 3-Gänge-Menü? 3-Gänge-Menü gibt es hier immer. Kann man sich selber zusammenstellen. Aus den Vorspeisen, Hauptgängen, Dessert. Das kann man vor Ort individuell sich selber zusammenstellen. Oh, sehr gesund. Solche Verhältnisse, ja. Sind das Kartoffeln? Schafskäsebällchen. Kommt da noch ein bisschen Chili-Honig drauf. Fertig. Für Kartoffelsalat? Nee, nur für Gurkensalat. Das ist eine Person, die hätte gerne nur Gurkensalat. Und die Gurken sind hier nur gesalzen und deswegen habe ich hier einfach mal Essig und Zucker reingemacht. Das lasse ich kurz ziehen. Rouladen. Tschüss, Mers. Tschüss. Wir benutzen Marzipan zum Kleben. Ah. Das ist aber teuer, ne? Mit Marzipan ist ja. Das ist jetzt kein 100%iges teures Marzipan. Also so, das ist einmal Avocado.
Wir haben erstmal mit einer kleineren Karte angefangen, um zu gucken, wie läuft es an, wie wird das angenommen und dann peu à peu immer mehr geworden. Was war als erstes da? Also Königsberger Klopse, Ja. Panfisch, Schnitzel haben wir auch schon immer gehabt. Tagessuppen auf jeden Fall. Gott, das ist schon so lange her, kann mich gar nicht dran erinnern. okay. Gott, was haben wir denn noch alles darauf? Das war's, glaube ich, schon. Die Rippchen, die gab es damals auch schon. Die haben auch vor 20 Jahren mit uns hier angefangen, ja. Und ein paar Desserts, Schmarrn, Creme Brûlée. Ich hatte weniger mit Spezialitätenkarte, also also die saisonale wechselnde Karte, die habe ich erstmal sehr klein gehalten. Und auch erst gucken, wie läuft das Restaurant, wie wird das angenommen. Und dann habe ich das, wie gesagt, dann fing ich damit auch an, weil das dann doch ein bisschen aufwendiger ist. Okay. Ja. Dafür auch gleich der große Topf, damit man auch. Ja? Ja. Das war schon überall. Das? Ja. Käsespätzle. Drehst du den einmal um? Drei Hamburger praktisch normal. Ja, Ja, andere genau.
Ja. Perfekt. Ja, ja. Genug? Eine noch. Salz drauf und fertig. Butter. Butter, genau. Käse haben wir da. Und dann die Rest. Hier einmal die Vanille. Ravioli. Was ist das? Trüffel. Trüffel, ne? Wintertrüffel. Wintertrüffel ist das. So. Ja. Pfannfisch? Ja. So, die hast du?
Zwiebeln noch on top. Und los. Auf geht's. Schlängel dich durch, George. Schlängel dich durch. Geh mal anmessen. Nimm erstmal das dann. Mhm. So, jetzt zweimal Königsberger Klöster. So ist auch da? Ja. Bin ich zu drin? Nee. Ja, schade. So, ja. Deswegen zwei Snacks. Ja, ja. Wunderbar. Für den großen Hunger. Ja, das schmeckt super. Ja, ich habe auch gesagt, sie will hier bei uns nehmen. Ja, er ist. Ganz schön große Pfanne. Ja. Nein.
Ungefähr? Rundum oder einfach? Mhm. Das sind die Rodaden, ja? Genau. Zeig mir. Kannst du ruhig. Stell mal hin. Ja, kannst einfach so drumherum legen und dann in die Mitte auch Wachszwiebeln, ne? Das hier drauf. Mhm. Genau. Was ist das? Das ist Topfenschmarrn. Topfenschmarrn. Schmarrn. Kennst du Kaiserschmarrn? Ja. Das ist auch ein Schmarrn, aber aus Quark gemacht. Der Teig besteht aus Quark. Ja. Können da auch Rosinen rein? Nein. Können? Nee? Können rein, aber Können rein. ja. Das heißt? Das ist Topfenschmarrn. Ja, war schon ein großes Dessert. Ja, sag ich auch. Ganz wichtig, ganz viel Puderzucker. Ja.